We've been waiting for this all season long. The finale, the title decider, under the lights here in Abu Dhabi. It's lights out, away we go. Willkommen zurück, liebe Leute, für heute eine spezielle Folge. Und zwar, ja, ist es genauso passiert, wie ich es auch gesagt hatte. Wir sind ja am Freitag in den Q3 reingesprungen und hatten gestern schon eine gute Gruppe und heute im Finale, Leute. Deswegen ist es auch eine spezielle Folge. Gucken wir uns mal an. Wir haben nur 30 Leute im Finale. Ja, und genau das wollte ich ja auch haben, dass wenn wir dann ins Finale kommen, wir sind gestern auch easy ins Finale reingegangen, haben wir ja selber auch gesehen. Das Video ist auch auf dem Channel hier, also bitte, wenn ihr das Video von gestern nicht gesehen habt, schaut euch das an, und zwar die Qualifikation. Und heute sind wir im Finale und wir machen auch eine spezielle Folge. Wir machen zusammen das erste Rennen. Brasilien machen wir zusammen und dann springen wir nochmal zusammen in die letzten 2 Rennen. Ja? Lass uns hoffen. Ich will mindestens 33 Punkte, wäre super in jedem Rennen, dass wir die erreichen. Und ja, somit würden wir dann so auch auf 270 Punkte kommen insgesamt. Das wäre dann für uns definitiv die Top 20. Würden dann so auf Platz 17, 18 vielleicht fallen. Und das wäre genau das, was wir wollen. Ja, Leute, kann ich nur empfehlen, springt bloß nicht in das Q1, weil da springen halt die meisten Leute rein. Das heißt, eure Gruppen sind mega voll. Und wenn ihr dann mal so mit Ach und Krach ins Finale kommt, dann habt ihr dann noch weitere 100 Leute in der Finalrunde. Und dann habt ihr dann halt auch Platz 80, Platz 90, so wie ich das auch hatte die letzten Wochen. Und das ist ja auch nicht unbedingt gut, ja, weil die Kiste da hinten ist nicht unbedingt die beste. Also Leute, Q3 reinspringen oder sogar in Q2. Lasst mich unten in die Kommentare wissen, was dann bei euch passiert. Und ja, lasst uns hoffen hier auf gute Punkte, auf sehr, sehr gute Punkte. Rivale ist natürlich mega stark hier. Ja, da können wir nichts dran ändern, leider. Benutzen mit beiden Fahrern Boosts in Brasilien, und zwar ewiges Feuer und Holzfäller für die Kurven. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir fahren mit Alonso auf Softs raus und mit Verstappen fahren wir auf Medium raus. Lass uns hoffen, dass wir einen guten Start erwischen, dass wir gut wegkommen hier, dass wir eventuell sogar den Gegner etwas stören an seinem Sieg, weil gegen so einen Gegner hier glaube ich nicht, dass wir es schaffen, aber wir geben unser Bestes, Leute. So, fahren auf regulär hier raus und nach der ersten Kurve können wir ein bisschen beschleunigen, gucken dann, was passiert. Jetzt können wir ein bisschen beschleunigen mit beiden Fahrern. Jetzt selber viel passiert nicht. Es ist zu eng. Gehen hier runter vom Gas, gehen auf Verteidigen und ja, versuchen hier auf jeden Fall auch den Gegner zu überholen. Keine Position zu verlieren, haben wir schon gemacht. Sehr gut. So, bleiben trotzdem noch auf Verteidigen, müssen Gap aufmachen. Wen haben wir denn hier zwischen uns? Wir haben hier jemanden auf Medium zwischen uns und dann vor uns viele Leute auf Softs und auf Hard. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer, hier den Gegner zu überholen, weil er wird auch, denke ich mal, keinen Gap öffnen. So, Rivale ist schon auf 7 und auf 15. Es wird sehr, sehr schwer. Wir behalten unser Gummi und wir behalten unseren Sprit für die letzte Runde, für beide Fahrer. Das wäre dann in dem Fall hier Alonso für die 4. Runde. Und ja, da können wir überholen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ziehen da nach innen. Nein, will er nicht wissen. Will er nichts wissen. Sehr, sehr schade. Das wäre schon mal ein guter Angriff gewesen, aber ihr seht selber, es ist mega eng hier. Mega eng. Das recht, wenn man sich hier hinten qualifiziert, jetzt wie bei mir in dem Fall, wird Brasilien echt nicht leicht, hier gute Punkte zu schaffen. Ihr seht selber, wir kommen hier an 14 und 13 einfach nicht vorbei. Die stehen uns da im Weg. So, jetzt machen wir Platz 14. Da kommt auch einer schon in die Box, und zwar der Aston Martin. So, jetzt versuchen wir auch noch Platz 12 hier zu machen. Das wäre super. Wir sind ja hier in der letzten Runde von Alonso. Sehr, sehr gut. So, gehen hier runter vom Gas und kommen in die Pits, wechseln auf Medium und geben 4 Runden Knallgas. Hoffen wir auf gute Punkte. So, hier nochmal ein bisschen Gas geben, dann auf regulär schalten. So, hier Platz 17 der Aston Martin, das müsste Lance Stroll sein oder Sebastian Vettel, kommt jetzt rein, sehr, sehr gut, kriegen jetzt genug
Downforce hier rein, um an unseren Gegner reinzukommen. Sehr, sehr gut. Wäre gut, wenn er den jetzt überholt hier. Und Alonso sollte einige Plätze machen. Hoppa, das war jetzt ein bisschen glitchy, aber alles entspannt. Und ihr seht selber, viele Leute auf Hard hier und auf Medium, die teilweise schon gar kein Profil mehr haben, kommen jetzt in die Pits. Und ich bleibe mit Alonso halt stecken. Jetzt, komm, was ist denn los hier? Nach innen, nach innen, nach innen. Den Aston Martin müssen wir machen. Sehr gut. So, schon mal Platz 11 mit Alonso. Gegner ist auf Hard auf Platz 5. Ja, sollte noch ein paar Plätze verlieren, definitiv. Gegner ist eigentlich die gleiche Strategie gefahren, so wie wir sehen. So, jetzt komm, Alonso. Wir müssen noch ein paar Plätze machen. Aber es ist einfach zu eng. Mega eng und dann auch noch auf Softs und auf Medium draußen die Leute hier vor uns. Das ist nicht so leicht. Können wir, der Gegner auch auf Softs vor uns hier auf Platz 20. Das wird nichts. Sowas von schade, dass wir einfach stecken bleiben. Alonso kriegt noch nicht mal Platz 10 gemacht, weil es einfach zu eng ist. Wird da permanent zurückgestoßen von Mercedes. Kommt auch nichts. Ihr seht selber, wir haben einen Boost für Überholen drin, aber Max Verstappen hat da jetzt noch einen Platz gemacht, hat versucht, den Gegner auch zu überholen. Keine Chance. Jetzt nochmal mit Alonso, komm. Platz 9 wäre gut. Und Platz 10 bloß nicht verlieren. Platz 9 jetzt, komm. Jawohl. Immerhin. Immerhin. Aber sehr, sehr schade für Max Verstappen. Ach, kriegt noch nicht mal Platz 18 überholt. Ach, das ist Müll. Das ist Müll. 22 Punkte in Brasilien, da war es gestern schon besser. Wie gesagt, Leute, das erste Rennen machen wir zusammen. Die anderen Rennen bis zu Rennen 6 mache ich jetzt hier und dann sehen wir uns später. Bis später. So, da sind wir wieder. Haben die Rennen gemacht. Das erste Rennen haben wir ja gesehen. 22 Punkte leider. Allerdings die anderen Rennen, also die nächsten Rennen sind gut gelaufen. Ihr seht selber, haben dort 33, 39 und 34 Punkte gemacht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Haben ein paar Punkte eingeholt, so gesehen aufgeholt nach dem ersten Rennen. Wir springen direkt in das nächste Rennen. Das ist Belgien, so wie gestern auch. Wir machen nochmal die drei letzten Rennen machen wir nochmal zusammen. Ja, wie gesagt, sieht gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Momentan in Q3 reingesprungen und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Machen wir so weiter. Wir hoffen, dass wir in die Top 20 kommen, damit wir auch eine etwas bessere Kiste kriegen und nicht so wie die letzten Wochen immer. Immer über Platz 50 haben wir uns da immer im Finale dann positioniert und das war nicht unbedingt gut. Ich habe euch links und rechts nochmal die Rennen eingeblendet. Die Strategie, die Reifenstrategie auf der rechten Seite und links, ob ich das Rennen gewonnen oder verloren habe. Sieht im Moment gut aus, wie schon gesagt. Und jetzt in Belgien hoffen wir, dass es regnet. Ich hoffe eigentlich, dass es immer regnet. Weil dann können wir Hex, Prinz oder gestimmt benutzen. Der Gegner ist natürlich wieder hier mega überpowered. Haben wir wieder jemanden erwischt, sagen wir mal so. Und ja, wir fahren auch mal wieder mit Tauros raus und mit Tödlich Schnell. Das sind eigentlich die Boosts, die ich aktuell benutze hier. Bin auch sehr zufrieden mit den Boosts, wie schon gesagt. Das sind die zwei besten Boosts, die wir im Spiel haben. Wenn es regnet, haben wir Hex, was im Endeffekt eine Mischung zwischen Tauros und Tödlich Schnell ist. Einfach mega geil, das Ding. So, versuchen Position zu halten. Beim Start bloß nicht zu verlieren. Wenn es geht, machen. Sehr gut. Sehr, sehr eng. Wie gestern auch in Belgien. Belgien ist immer sehr, sehr eng. Da müssen wir immer warten nach 1, 2 Runden, bis man dann schon die ersten pitten. Und dann öffnen sich Lücken. Also so gesehen, dann öffnen sich Gaps. Und mit den Gaps können wir dann auch versuchen, eventuell jemanden zu überholen. Aber so im Moment ist es einfach mega eng. Sehen wir ja selber hier. Wir haben jetzt sogar noch einen Platz verloren hier mit Alonso, was auch sehr, sehr komisch ist. Ja, trotz Boost.
Ja, auch an jemanden, der auch Softs hat. So, jetzt hier wieder beschleunigen. Vielleicht den einen oder anderen Platz machen, so wie jetzt mit Alonso. Sehr schön. Hier mit regulär können wir auch eintauchen mit Max. Hat 2 Plätze verloren. Wahnsinn, Wahnsinn. Trotz Boost, ja. Was für eine Verarsche von Hutch. Da haben uns die 2 Kameraden eingeholt, die hier auf Softs rausgegangen sind. Geben mal ein bisschen Gas mit Alonso, aber wie schon gesagt, es ist einfach zu eng. Wir behalten lieber den Sprit und gehen gleich nach dem Boxenstopp direkt auf Vollgas. Haben wieder einen Platz verloren. Wahnsinn, Wahnsinn hier. So, jetzt können wir hier mit Max Verstappen Gas geben auf der Geraden. Hat er tödlich schnell, ihr habt selber gesehen, hat er ganz schnell den Gap zugemacht. So, jetzt kommt Alonso rein und jetzt muss Max Verstappen in der letzten Runde zeigen, was er drauf hat. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir, vor uns haben wir jetzt einen Mercedes. Den haben wir jetzt geklärt. Das ist halt der Vorteil bei tödlich schnell. Wenn dann mal Platz ist, dann sind wir auch weg. So, Platz 10 müssen wir auch machen. Am besten schon hier. Da hat er uns rausgedrängt. Du hast gesehen, so, jetzt hängen wir an dem Eckflügel fest. Das bringt nichts. So, hier wieder runter vom Gas. Pitten. Alonso hat es auch mega schwer. Hängt hier total fest. Schaut euch das mal an hier. Was für ein Desaster. So, jetzt Alonso. Komm, der muss Gas geben hier. Max Verstappen auch raus aus der Pits. Alonso macht einfach gar nichts, ja. Wenn die Boosts nicht packen, weil es einfach so eng ist, dann ist es einfach ätzend. Einfach ätzend, wirklich. Da macht der Grand Prix auch keinen Spaß mit Boosts, bin ich ehrlich. So, runter vom Gas, müssen ein bisschen auf unsere Zuverlässigkeit achten. Max Verstappen hat hier ein Riesenproblem vor sich. Der hat hier 2 Amateure vor sich hier. Wir sehen selber Kevin Magnussen auf Hard und dann nochmal Guan Yu auf Medium. Katastrophe, was soll ich sagen. Kommen auch nicht da vorbei. Die blocken uns. Rivale kommt rein. Rivale muss auch nochmal in der nächsten Runde auch nochmal rein. Das heißt, er macht mit beiden Fahrern eine Zweibox-Strategie. Was eventuell gar nicht so verkehrt ist, ja, weil es ist einfach mega eng. So, jetzt komm. Nee. Tödlich schnell und Taurus sind natürlich gute Boosts, aber ja, wir brauchen hier ein Wunder. Ernsthaft. Wir brauchen hier echt ein Wunder. Gestern haben wir hier gute Punkte mitgenommen in Belgien. Heute sieht es gar nicht gut aus. So, Alonso hat jetzt hier nochmal ein Plätzchen gemacht, am besten durchlassen mit Max Verstappen, genau dann, wo er dann auf Platz 15 geklärt hat. Deswegen fahren wir jetzt weiter, haben wir jetzt beide geklärt. So, Gegner kommt jetzt rein, wie schon gesagt. Wir bleiben mit beiden Fahrern auf Vollboost, haben genug Sprit, haben genug Reifen, aber nicht gut hier. 13 und 15. So, gucken wir mal. 13 und 14 müssen runter vom Gas mit Max. Alonso ist wieder stecken geblieben. Jede Runde bleiben wir hier stecken. Das ist so ätzend. So, jetzt Platz 12 geklärt. Jetzt müsste er auch Platz 11 klären. Sehr schön. Und jetzt weiter. Wir haben jetzt vor uns einen auf Hard und dann nochmal auf Medium. Dann kommt unser Rivale. Und unser Rivale hängt uns auch am Nacken hier. Da, was soll das denn hier, ey? Was soll das denn? So, jetzt komm. Jawohl. So, weg. Der Gegner hat uns sogar noch überholt. Der Gegner hat uns sogar noch überholt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ah, ja, ja. Wieder nur 24 Punkte in Belgien. Das sind Strecken, die ich einfach nur hasse. Wirklich. Einfach nur ätzend. So macht das echt keinen Spaß. So, springen direkt ins nächste Rennen. So, wir sind in Japan. Erstes Rennen Bahrain, 22 Punkte und Belgien 26 Punkte. Also das sind im Moment die 2 Rennen, die mich hier aus der Bahn werfen. Einfach eine Katastrophe, stecken geblieben, überall. Es macht einfach keinen Spaß. Erstes Rennen, sorry, Brasilien, sorry, nicht Bahrain. Ja, viel stecken geblieben. So, perfekt, in Japan regnet's. Ja, so muss das sein. Wir benutzen Hex mit Alonso und benutzen, gute Frage. Wir benutzen Mazar, weil
Kenne ich selber nicht den Boost. Lass uns den mal benutzen. Hoffen wir auf was Gutes. Und lass uns rein. Es regnet permanent, so wie wir sehen. 50% war vorhergesagt, allerdings regnet es einfach permanent. Spiel hängt. Das ist gar nicht gut. So, jetzt können da auf voll Push gehen. Und los geht's. Boosts sind da. Ich hoffe, dass mit Hex hier einiges zu holen ist. Lass uns hoffen, dass wir hier gute Punkte fahren, Leute. Gehen mit Max Verstappen auf regulär. Der bleibt nämlich 4 Runden. Versuchen mit Alonso jetzt und danach noch auf der Geraden noch Gas zu geben. Er bleibt nämlich nur 3 Runden drin, danach kommt er rein. Jawohl, da machen wir schon mal den Rivalen. Verlieren aber mit Max Verstappen wieder einen Platz. Das ist unglaublich. Warum? Warum verlieren wir hier einen Platz? So, dann schalten wir einfach runter und behalten unser Sprit und unsere Reifen lieber für die letzte Runde. Jetzt kann Alonso eventuell einen Platz machen. Macht er auch. Sehr schön. Hex sollte uns helfen. Hex sollte uns helfen, in der ersten und in der zweiten Runde hier Plätze zu machen. Wir hoffen natürlich hier auf weitere Plätze. So, Zar verhält sich gar nicht so schlecht. So, Alonso bleibt hängen. Ja, kennen wir ja. Gehen wir auf reguläres Fahren. Jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt muss Platz 10 geklärt werden. Der muss. Und dann am besten auch noch der Rivale irgendwo. Der Zar schafft es nicht zu überholen. Einfach ärgerlich, wirklich. So, jetzt müssen wir nach der Kurve hier, nach der langen Geraden, nach der langen Kurve, sorry, gehen wir runter vom Gas mit Alonso. Tut mir leid, dass es ein bisschen hängt. Wir verlieren noch einen Platz mit Max Verstappen. Das ist unglaublich, dass uns hier die NPCs überholen. Das ist, ich habe da echt keine Worte für. So, Alonso kommt jetzt rein, Gegner bleibt drin. Gegner kommt mit dem Hintermann rein. So, jetzt müssen wir Gas geben mit Max, haben auch Platz. So, sehr schön. Sollten das Rennen eigentlich gewinnen hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hier verlieren. Weil sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss er Platz 11 machen hier, Alonso. Sehr schön. Gehen kurzzeitig in Führung. Alonso jetzt hier auf der langen Geraden. Ja, Max Verstappen hat Stau vor sich. Der hat hier Platz 9, den er einfach nicht schafft. Kriegt den einfach nicht überholt. So, jetzt kommen die ganzen Leute rein hier zur 4. Runde, die halt in der 3. nicht getankt haben. So, und wir ziehen jetzt an unseren Rivalen vorbei, aber das war's dann auch, ja. Die anderen Jungs, die waren sehr, sehr schnell in der Pits. So, und ich will jetzt was von Max Verstappen sehen hier. Ai. So, nochmal Gas geben mit Alonso hier auf der Geraden. Platz verloren, Platz wieder zurückgeholt, sehr, sehr gut. Platz 7 sollte drin sein. Ja, haben frische Reifen. Ist uns aber egal, wir haben schöne Boost. So, jetzt hier auf der Geraden. Komm, Platz 7, den müssen wir machen. Sehr schön. Sehr spät noch gemacht, aber egal, Hauptsache gemacht. So, jetzt, was ist denn los hier mit Max Verstappen? Der muss doch jetzt Alonso klären hier. Oh, jetzt verursachen wir hier Stau, weil ich an ihm nicht vorbeikomme. Unglaublich. Oh, und ich muss mit Alonso runter vom Gas. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, Leute. Aber wir haben kaum noch Gummi. Ai. Ist auch mega glitchy das Spiel. Ihr seht selber, es hängt. Alonso muss komplett runter. Ich kann mir nicht erlauben, da nochmal zu pushen. Habe da leider nicht mehr so drauf geachtet. Ai, das ist gar nicht gut. Ja, mit Verstappen hinten hängen geblieben. Ach, das ist einfach. Wofür benutzen wir Boost, wenn wir hängen bleiben? Verstehe ich nicht. Wofür? Macht ja gar keinen Sinn. Wofür benutzen wir das denn? Ich bin hier 3 Runden auf voll Push-Hatch. Ja, mit Verstappen. Und ich verliere und mache auch gar keinen Platz hier vorne. Ich hoffe, dass Alonso hier Platz 7 nach Hause bringen kann. Ja, hat geschafft. Und Verstappen 3 Runden auf Vollblast und er macht nicht den Rivalen. Das ist ein Witz.
Ist einfach nur ein Witz. Schaut euch das an. Der hat noch nicht mal Gummi. Und selbst dann machen wir ihn nicht. Ah, jetzt bei Start und Ziel haben wir ihn gemacht nochmal. Mit Glück. Nochmal Platz 14 nach Hause gebracht. 29 Punkte. Auch nicht gut. Ja, auch nicht gut. Wir sehen uns beim letzten Rennen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Habe auch ein kurzes Päuschen gemacht, um mich nochmal zu konzentrieren für das letzte Rennen. Wir wollen es ja nicht vermasseln. Gucken uns nochmal die Liste an. Ich selber bin jetzt auf Platz 22 hier. Wir haben natürlich hier einiges vor uns mit guten Punkten. Müssten allerdings hier die japanische Taco, sollten wir auf jeden Fall überholen jetzt in dem Rennen. Ungarn, letztes Rennen, hoffen wir auf Regen, so wie gestern auch. Und dann können wir eventuell auch eine gute Platzierung machen hier. Ja, ist gar nicht so leicht. Champions ist wirklich noch einer der schwersten. Ich habe selber Leute, die mich fragen, mit wie vielen Teampunkten sollte man in die Champions reinspringen und mit was für einem Setup etc. Es ist wirklich schwer. Dieses Jahr ist es nicht so wie letztes Jahr oder wie auch davor das Jahr. Es ist ein bisschen schwerer geworden und wir brauchen definitiv die 5 Teile, die 5 großen Teile, also hier Heckflügel, Frontflügel, Motor, brauchen wir definitiv die Serie 12 und Serie 11 Teile. Und das Einzige, was wir wirklich ändern können, ist das Getriebe. Da kann man halt Whirlpool nehmen, Spirit oder keine Ahnung was. Wir haben da 8 zur Auswahl, da kann man eigentlich alles nehmen, worauf man Bock hat. Und ja, ist nicht so leicht, wie gesagt. So, Ungarn, es ist trocken, ja, also auch nicht gut für uns. Wir nutzen Taurus und tödlich schnell. Kommen auf Medium und auf Hard, auf Soft, sorry. Machen wieder eine Einbox-Strategie mit beiden Fahrern und hoffen, dass wir einfach viele Punkte nach Hause bringen. Wie gesagt, Top 10, beide Fahrer sollten es abschließen, sodass wir dann auch 30 Punkte mit nach Hause bringen. Am besten sogar mehr. Und lass uns einfach hoffen. So, Start geht los. Ist auch wieder kein realer Spieler. Also wir haben alle 8 Rennen keinen realen Spieler erwischt. So, Start gar nicht gut von Alonso, kommt jetzt, jawohl, und holt sich dann nochmal den Platz. Gehen hier runter vom Gas mit beiden Fahrern. Haben eine Position gut gemacht, das ist schon mal gut. Machen sogar noch eine gut mit Alonso, hoffen auch, dass wir die halten können. Tödlich schnell und Taurus, wie schon gesagt, die besten Boost, absolut. In Ungarn, mit denen kann man da einiges anfangen, erst recht in den letzten Runden, wenn wir dann Vollgas geben. So, bei Start und Ziel können wir nochmal versuchen, hier ein bisschen zu pushen, eventuell den Gap zu schließen oder auch zu überholen. Oh, Alonso. Da war das jetzt die Teamorder oder was war das jetzt? Warum haben wir den Platz verloren? Müssen wir den wieder gut machen? Wir müssen ihn wieder gut machen. Sogar vor uns einer auf Hard, ey. Das ist so bitter, dass wir mit Boost auf Softs und dann auch noch mit dem stärksten Boost, was wir im Spiel haben, Taurus, dass wir von Pierre Gasly überholt werden und zwar mit harten Reifen. Das ist unglaublich, ist das. So, jetzt nochmal. Hier ist DRS-Zone. So, jetzt, komm. Wofür haben wir denn hier Taurus? Jawohl. So, wird geklärt. Hier müssen wir aufpassen auch, dass wir in der nächsten Runde hier mit Verstappen bloß nicht den Platz verlieren da in der Kurve, weil die Kurve ist ätzend, die erste Kurve. Platz 10 für Alonso, sehr, sehr gut. Hier können wir auch noch mal ein bisschen Gas geben. Versuchen Platz 9 eventuell sogar zu machen. Ist nämlich auch auf Hard. Könnten wir eigentlich klären. Und zwar jetzt. Werden da geblockt von Lando Norris. Jetzt müssten wir nach innen ziehen. Machen wir natürlich nicht. Mit beiden Fahrern nicht. Verlieren sogar noch mit Max Verstappen die Position. Unglaublich. So, jetzt aber. Alonso kommt durch. Und Verstappen auch. So, kommen wir jetzt nochmal auf Softs? Ja, wir kommen nochmal auf Softs. Wir sind selber mit Alonso. Ist ganz okay. Können da nochmal 4 Runden auf Softs rausfahren. Ohne Probleme. So, jetzt kommen die Leute zu Pits. Jetzt kann Max Verstappen Gas geben. Sieht ja gar nicht so schlecht aus hier. Müssen aber abwarten. Wir müssen aus den Box gut rauskommen. Jawohl. Sind gut rausgekommen hier mit Alonso. Kann jetzt auch Gas geben. Max Verstappen macht Platz 8. Sehr, sehr gut. Und ihr seht selber hier, wie er die Lücke zumacht. Das ist unglaublich hier mit Taurus und mit tödlich schnell. Gap öffnen und Gap schließen ist einfach ein Traum. Mit den Boosts.
Sind aber jetzt auch stecken geblieben jetzt hier an unserem Gegner mit Hart. Mal wieder einer vor uns auf harten Reifen, der uns wieder blockiert. Trotz Softies und Boosts. Der muss aber jetzt auch pitten, die nächste Runde. Also gehen wir mal auf regulär. Haben wir auch die Führung jetzt übernommen. Max Verstappen kann Gas geben, komplett. Wir hoffen, dass wir ihn auf regulär überholen. Wir wollen das jetzt hier. Ja, und dann noch Esteban Ocon, ja, also Wahnsinn, ey. Da sind wir doch von den Werten doch weit drüber. So, es hängt wieder. So, jetzt kommt der da. Hat uns sogar noch ein bisschen gestört. So, jetzt aber, sehr schön. Platz 8 und Platz 11. So, müssen noch ein bisschen was machen hier. Brauchen definitiv mehr Punkte. Haben 31 Punkte. Wir hoffen auf mehr. Sehr gute Arbeit hier von Max Verstappen. Macht hier auch nochmal einen Platz gut. Wir haben jetzt vor uns hier Softs und Mediums. Das wird jetzt schwer. Ah, da hatte er ihn doch gemacht, verdammt. Und dann gibt er den wieder ab. Platz, ey, das ist bitter, bitter, bitter. Jetzt aber. Jetzt hier auf der Geraden jetzt. Jetzt hier, zack, und da vorbeigezogen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist so ärgerlich. Wir können noch nicht mal runter mit Alonso, weil wenn wir hier runterfahren, wenn wir jetzt hier runterschrauben, dann überholt uns Max Verstappen und wir riskieren, dass wir sogar Position 8 verlieren. Jetzt aber. So, jetzt hier. Nein. Platz 8 und Platz 9. 32 Punkte nach Hause gefahren im letzten Rennen. 33 sogar, sorry. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. 33 Punkte ist okay. Das war's von der Champions. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich. Hinterlasst dem Video ein Like, Leute. Und abonniert natürlich den Channel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Damit wir hier in Zukunft noch schönere Videos haben. Gucken uns nochmal zusammen die Liste an. Gucken wir uns nochmal an hier, Setup, gucken wir uns auch nochmal an, Fahrer auch nochmal hier 6 und 5. Deswegen sind wir auch an Esteban Ocon nicht vorbeigekommen auf Hart, weil er einfach nur eine Stufe höher ist wie wir. Ja, fahren mit The Whirlpool, Gegner fährt mit The Flux, sonst alles gleich. Die Teile ein bisschen drunter, ihr seht selber 157 Leistung. Ja, man braucht schon ein bisschen mehr, um gute Punkte nach Hause zu fahren. Gucken wir uns nochmal die Tabelle an, wie gesagt. Platz 21 mit 247 Punkten. Wir haben es leider nicht geschafft, die 250 zu knacken. Also gestern im Qualifying haben wir so gesehen bessere Arbeit geleistet. Ja, hoffen wir, dass wir nicht Letzter sind. Und trotzdem an sich, selbst wenn wir Letzter sind, dann sind wir Platz 30 und haben eine gute Kiste. Das ist das, was zählt. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wenn ihr später zuseht, dann noch einen schönen Start in die Woche. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao Leute, bleibt gesund.